Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mal, ja, keine Reaction, sondern einfach ein kleines Anliegen von mir an euch, nämlich, zu dem Thema, ja, unterschiedliche Sprachen. Ich glaube, ich meine, ich habe das Video jetzt ganz anders genannt, aber ich weiß jetzt noch nicht, wie ich's nenne. Nämlich, geht's darum, dass ich ja sehe, dass viele meine Videos sehen, auch aus anderen Ländern, die eine andere Muttersprache haben, ne, ob's Italienisch, Spanisch, Schwedisch, was haben wir noch? Englisch natürlich auch, Französisch, ich kann das Wort noch nicht mal aussprechen. Ähm, ja, was mich sehr freut, ich mache es auch gerne, grade mit diesen Untertiteln, klar auch einfach, um mehr Reichweite zu haben, einfach, dass wir halt mehr Leute sind, die zusammen connecten. Dafür ist dieser Kanal ja auch irgendwo da. Dass wir halt, ne, 'ne schöne Community bilden, die sich gegenseitig hypt, die sich gegenseitig, ja, ne, einfach, dass ihr 'n Kanal habt, wo ihr, hingehen könnt, wo ihr vielleicht meine Euphorie und meine Gefühle halt so, feiern könnt und mitfühlen könnt, aber auch, dass ihr euch in den Kommentaren so, sage ich mal, connecten könnt. Und da ist es auch egal, wo ihr herkommt, wie ihr aussieht, was ihr macht, was auch immer. Und dafür soll dieser Kanal stehen. Aber da kommen wir auch zu diesem springenden Punkt, weil ich das jetzt oft habe oder oft gesehen habe, dass sich manche von euch dafür entschuldigen, dass ihr Deutsch vielleicht jetzt nicht so gut ist in den Kommentaren. Und da muss ich ehrlich sagen, scheiß drauf. So, dass ihr euch die Mühe gebt und versucht, es auf Deutsch zu schreiben, finde ich schon mega, habe ich riesen Respekt vor, bin ich ganz ehrlich. Ich für meinen Teil, ich würde es auf Englisch schreiben, ne, wenn es so international ist, und wenn es Deutsch ist, dann würde ich es halt auf Deutsch schreiben. Ähm, Wie gesagt, ich habe da riesen Respekt vor. Freue mich natürlich auch über jedes Kommentar, jeden Kommentar, so. Worauf ich aber hinaus will, ist, ihr könnt ruhig gerne in eurer Muttersprache schreiben, ja? Das möchte ich hier gerne mit diesem Video, noch mal sagen. Noch mal als extra Video. Ich weiß, in manchen Videos sage ich's noch mal werde ich's wahrscheinlich noch mal öfter sagen. Das ist aber wirklich so 'n Video für euch, dass ihr halt, ne, wisst, dass ich es auch ernst meine, dass ihr halt wirklich, egal ob ihr aus Spanien kommt, aus Italien, Frankreich, aus der USA und, wo immer ihr auch herkommt, dass ihr ruhig in eurer Sprache schreiben könnt. Ich habe da kein Problem mit. Klar, manche Sprachen kann ich halt nicht. Da könnt ihr dann am besten noch mal zuschreiben, so: „Ey, das ist die und die Sprache", dass ich das vielleicht auf Google Übersetzer, schreiben kann. Einfach aus dem Grund, einmal für mich, um zu sehen: „Ey, wo kommt ihr überhaupt her?" So, ne? Weil ich finde das halt cool zu sehen, wie weit dieser Kanal schon reicht, auch wenn's 'n kleiner Kanal ja ist, ne? Ich meine, dafür brauche ich keine Anführungszeichen machen. Aber wir haben ja jetzt schon paar aus Spanien, paar aus Frankreich, paar aus Schweden, was hatten wir noch? Aus der USA hatten wir, glaube ich, auch 'n paar, die hier runterschrei oder meine Videos anschauen, was ich sehr, sehr geil finde. Natürlich habe ich riesen Respekt davor, dass ihr das auf Deutsch schreibt. Finde es auch mega geil, dass ihr versucht, es auf Deutsch zu schreiben. Ähm, Auch natürlich, dass ihr dadurch lernt, Deutsch zu lernen, finde ich crazy. Das geht in meinen Kopf immer noch nicht rein. Müsst euch da wirklich nicht irgendwie schlecht fühlen, wenn ihr denkt: „Ah, gut, da waren vielleicht irgendwelche Fehler drin oder so." Scheiß drauf. Mann, ich habe Englisch gelernt in der Schule, aber mein Englisch ist so scheiße, wenn ich irgendwo reinschreibe oder wenn ich selber rede, da musst du dir auch alles zusammensuchen und den Sinn dahinter verstehen, aber man versteht's ja halt. Deswegen, ne, falls ihr auf Deutsch schreiben wollt, schreibt es gerne, aber ich habe auch nichts dagegen und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr es auf eurer eigenen Sprache, auf eurer eigenen Muttersprache auch, schreibt, weil ich dann halt auch für mich noch mal diesen Lerneffekt habe, weil ich muss ehrlich sagen, Englisch ist 'n Ding, was ich halt lernen muss, einfach, ne, weil ich auch in Zukunft, grade ich werde ja auch älter, ne, vielleicht auch 'n bisschen irgendwann mal, ne, 'n bisschen durch die Welt komme, so Gott will. Und da dann natürlich auch Englisch einfach, die Universalsprache ja irgendwo ist. Aber genauso ist es, dass zum Beispiel Italienisch und Spanisch
nehme ich jetzt raus, einfach weil sie persönlich für mich mit die schönsten Sprachen auf dieser Welt sind. Also nach meinem Geschmack finde ich die sehr schön, auch irgendwo natürlich sexy. Ähm, und ja, das lernt für mich einfach nochmal. Ich sehe, wo ihr herkommt und für euch ist es vielleicht auch so ein bisschen einfacher. Deswegen schreibt gerne in euren Sprachen rein, ganz egal, welche Sprache es ist. Schreibt mir vielleicht in Klammern dahinter oder davor, eben welche Sprache es ist, ne, weil, wie gesagt, Italienisch, Spanisch finde ich halt sehr, sehr schön, aber ich verstehe halt nix. Ich verstehe halt gar nichts. Deswegen schreibt mir das da rein, dann kann ich vielleicht so ein bisschen lernen daraus und wir können vielleicht sogar ein bisschen mehr besser interagieren in den Kommentaren. Meine Videos werden natürlich weiterhin auf Deutsch bleiben. Kann sein, dass es sich irgendwann auf Englisch ändert. Ähm, ja, vielleicht für mich zu Lernzwecken, vielleicht aber auch, weil mein Englisch sich so entwickelt hat, dass ich denke, okay, auf Englisch macht's mir auch Spaß. Bis jetzt habe ich das noch nicht, deswegen lasse ich das außen vor. Aber wie gesagt, dass wir in den Kommentaren vielleicht auch noch mal so einen geileren Bereich schaffen, ne? Für euch, dass ihr euch wohler fühlt, aber auch vielleicht für andere, die vielleicht sich denken: „Ah, jetzt auf Deutsch habe ich keinen Bock zu schreiben“ oder auf Englisch, kann ich vielleicht beides nicht. So, dass man sieht: „Ah, okay, gut, ey, da hat jemand geschrieben auf Spanisch, Italienisch, Chinesisch“, was auch immer, und dann sagt: „Ey, geil, da schreibe ich doch auch drunter.“ Weil damit vergrößern wir einfach für uns unsere Community, natürlich auch ich meine Reichweite irgendwo 'n bisschen, aber das ist für mich eigentlich so Nebensache, sondern mehr, dass wir halt so 'n bisschen mehr Connection haben und, ja, vielleicht aber auch, dass ich halt die Untertitel, ändern kann. Weil ihr merkt's ja jetzt zum Beispiel in den letzten Reactions, habe ich zum Beispiel Italienisch noch mal und Französisch noch mal mit reingenommen, einfach, weil ich gedacht habe: „Ey, okay, gut. Wer hört eigentlich viel Hardstyle?“ Und dann bin ich ganz ehrlich, ChatGPT einfach mal gefragt und die haben oder das hat mir dann ausgespuckt: „Ey, Italien ist da sehr gut vertreten, Frankreich ist da sehr, vertreten und.“ Deswegen habe ich dann gesagt: „Ja, okay, die Sprache nimmst du dann auch noch mit.“ ja. Und wenn ihr mir dann noch zeigt: „Okay, gut, ich bin da und daher, das ist meine Muttersprache“, dann ist das, glaube ich, auch einfacher für euch, einfach diese Videos anzuschauen. Deswegen schreibt mir da gerne in eurer normalen Sprache drunter und ja. Da bin ich ganz ehrlich, das war auch eigentlich dieser ganze Sinn dieses Videos, weil hätte ich es wahrscheinlich nicht machen brauchen, dieses Video, aber ich will halt, dass ihr, ne, euch wirklich wohlfühlt hier. Deswegen, ja, schreibt gerne, wie ihr wollt und ich freue mich über jeden Kommentar. Und dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr euch dieses Video wirklich gegeben habt bis hierhin, weil es ja wirklich was anderes ist. Aber es ist ein wichtiges Thema für mich. Und dann freue ich mich auf eure Nachrichten, auf eure Kommentare. Wie gesagt, Kommentare, ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben, wenn ihr da noch irgendwelche Ideen habt. Ist ja jetzt gerade da verlinkt. Oder was heißt in der Beschreibung verlinkt, aber natürlich auch seht ihr das ja immer wieder hier oder bei meinen Reactions ploppt es ja immer wieder auf. Da könnt ihr mir natürlich auch schreiben und folgen. Natürlich geht's da nicht so ab wie hier auf YouTube, aber ähm, ja, einfach so, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwie mit mir mal connecten wollt, wenn's zeitlich passt, schreibe ich dann auch zurück und so. Ähm, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen, würde ich mich auch noch mal sehr drüber freuen. Ja, und dann sage ich wirklich noch mal vielen, vielen Dank für diese Reise bis hierhin. Muss ich ehrlich sagen, für diese Reise bis hierhin. Wahnsinn, wie sich das alles entwickelt hat innerhalb von, glaube jetzt über 4 Jahre, wenn nicht sogar fast 5 Jahre, seitdem ich das hier mache. Ja, fast 5 Jahre sind sogar. Seitdem ich das hier mache, wie sich der Kanal entwickelt hat, auch in dieser kurzen Zeit, wo ich jetzt, okay, kurz kann man es jetzt nicht mehr nennen, aber in dieser Zeit, wo ich auf Festival, Hardstyle sogar noch oder auf EDM-Musik auch noch ein bisschen, ja doch, sehr geändert habe sogar. Ähm, ja, dass es so gut ankommt, dass wir so connecten, freut mich extrem. Aber ja, und da auch noch mal hier zum Ende hin machen wir es einfach so als ein kleines, Infovideo, sage ich mal so.
und vielleicht auch, ja doch, ein Infovideo. Wenn ihr welche Vorschläge habt, könnt ihr mir die reinballern. Und das heißt nicht, dass ihr nur immer Hardstyle oder Festival-Videos mir ne, vorschlagen müsst oder Tracks, sondern es reicht auch, wenn ihr, oder was heißt, es reicht auch, ihr könnt natürlich auch sagen, ey, gut, ich habe gesehen, du hast auf Deutschrap oder ja, Deutschrap bin ich ja nicht so ganz so drin, aber Deutsch, R&B, ne, so dieses melodischere. Ja, okay, gut. Dann schicke ich dem das. Könnt ihr mir auch gerne schicken. Bin ich immer noch offen für. Wird natürlich schwierig, das alles nachher unter Dach und Fach zu bringen, aber so habe ich dann wieder mehr Kenntnisse darüber, worauf ihr Bock habt. Und dann kann ich meinen Kanal nämlich auch so aufbauen, weil ab und zu ist halt so dieses Ding, wo ich mir denke, jetzt hättest du eigentlich Bock, irgendwas anderes aufzunehmen, aber ich weiß nicht was. So, und wenn ihr dann kommt, ey, ich habe hier irgendwie einen Moonbutton Remix, der geil fetzt. Einen anderen Remix, der geil fetzt. Eine EDM-Sache, die geil klingt. Irgendwas Melodisches, was mich total abholen könnte. Ne? So ein Clubbanger oder sowas. Muss nicht alles Deutsch sein, kann auch Spanisch sein, kann auch Italienisch sein oder was auch immer. Ich bin offen für alles. Könnt ihr mir gerne schreiben in die Kommentare unter diesem Video. Natürlich auch in die Kommentare von anderen Videos, aber auch gerne auf Instagram. Ich glaube, auf Instagram ist dann nochmal so ein bisschen cooler, weil ihr dann wirklich seht, okay, der hat es wirklich gelesen. Auch wenn ihr es eigentlich daran seht, dass ich eigentlich immer ein Like gebe, sobald ich es gelesen habe. Ja, das auch wirklich nochmal dazu. Und dann hat sich's auch wirklich mit dem Video. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr es euch wirklich bis hierhin jetzt angeschaut habt. Ist doch ein bisschen mehr geworden, ein bisschen ausführlicher, aber ich wollte, dass ihr es wirklich versteht, warum dieses Video jetzt gemacht wurde und dass ich wirklich, dass dieser Kanal wirklich so für euch auch ist. Ne? Dass es nicht nur ist, ja, okay, ich will jetzt einfach nur meine Meinung preisgeben, sondern wirklich dieses Connecten, wir haben eine geile Zeit zusammen, ihr habt Bock, meine Videos anzuschauen, ich habe Bock, eure Kommentare zu lesen, so, was eine Community halt auch ausmacht. Und ja, deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Generell vielen, vielen Dank für diese ganze Reise. Und dann bin ich gespannt, wo diese Reise noch hingeht. Und da hoffe ich, dass wir das zusammen durchstehen. Und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht zum besten Mal. Zum nächsten Mal. Ciao, ciao.